Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch einen Marketing-Trick zeigen für eine direkte Vermarktung von eurem Podcast in LinkedIn. Nachdem ja Xing seine Hauptfunktion Gruppen und Events zugemacht hat oder das angekündigt hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eure Business-Kontakte sich auf LinkedIn tummeln, sehr, sehr groß. Deswegen macht es hier definitiv Sinn, den Podcast auch prominent in eurem Profil zu hinterlegen. Und wir haben hier so einen kleinen Trick, den wir nämlich nutzen können, weil ich habe hier mal mein Profil aufgemacht im Bearbeitungsmodus. Findet ihr ja immer, wenn ihr in ein Profil von einer Person geht, zwei Dinge. Entweder die aktuelle Berufserfahrung oder hier auch nochmal die Hochschule. Die Hochschule habe ich ausgeschaltet, weil das jetzt für mich nicht so relevant ist, wo ich denn studiert habe, um mich mit irgendjemandem zu vernetzen. Was allerdings relevant ist, also vorher hatten wir hier die Firma stehen, Image Sales. Für mich war es jetzt wichtiger, den Podcast an der Stelle zu pushen, deswegen haben wir den hier oben reingesetzt. Und ich möchte euch jetzt zeigen, wie das funktioniert. Dafür müsst ihr nicht auf den Bleistift gehen, sondern ihr scrollt einfach runter und zwar zu euren Berufserfahrungen. Denn das, was hier oben aufgeführt ist eure aktuelle Berufserfahrung, sprich in welchem Unternehmen ihr gerade unterwegs seid. Dafür geht ihr runter zur Berufserfahrung. Und in dem Fall habe ich hier halt Image Sales, mein Unternehmen, die Podcast Media und die normale Image Sales. Das würde normalerweise in meinem Profil hier aufgeführt werden. Wir haben jetzt allerdings noch eine weitere Berufserfahrung hinzugefügt und zwar den Image Sales Podcast mit ein paar Kniffen dahinter. Du kannst, gehen wir mal hier drauf auf den Bleistift und dann hier nochmal rein, du kannst nur mit diesem Icon arbeiten, wenn das eine Business-Seite ist. Das heißt, Achtung, wenn du versuchst hier einfach nur deinen Podcast einzugeben, wirst du ich kann euch das mal gerade ganz kurz zeigen. Wenn ich jetzt einfach nur Podcast eingebe, dann siehst du hier dieses Dummy-Symbol, den Platzhalter und es ist natürlich viel, viel schöner, wenn diejenigen direkt das Cover von deinem Podcast sehen, wie hier eben meins. Und so, das heißt, ihr gebt hier erstmal den Firmennamen ein, beziehungsweise im zweiten Schritt, aber ich zeige euch das jetzt einmal als allererstes. Was haben wir gemacht? Wir haben ja den Titel Image Sales Podcast, in dem Fall selbstständig, weil man kann auch Vollzeit nehmen, freiberuflich, was auch immer dann gerade zu euch passt. Selbstständig an der Stelle passt die hier am besten. So, dann, wann haben wir mit dem Podcast gestartet? Hier würde ich auch nichts mehr ändern. Ihr packt die Branche dazu, die Beschreibung eurer Show. Der Profilslogan, der bleibt, wenn ihr den vorher schon festgesetzt habt, da würde ich nichts mehr dran ändern. Und was ihr hier noch hinzufügen solltet, sind dann die Medien. Ihr habt nämlich hier die Möglichkeit, eine Mediendatei hinzuzufügen. Und das haben wir mit zweien gemacht. Zum einen, ich hoffe, ich kann da draufklicken, genau. Zum einen das Bild. Zeige ich euch gleich, wo das zu sehen ist. Hier nochmal mit dem Titel, Beschreibung und entsprechend dem Miniaturbild dahinter. Dann Link Nummer 2, das ist, wenn ihr mit uns arbeitet, wir arbeiten ja hauptsächlich mit Captivate zusammen, weil die schnellst wachsende Podcast-Hosting-Plattformen sind, wachsend im Sinne von Features und Support und wirklich Weiterentwicklung auf dem Markt. Da gibt es keinen, der mithalten kann international und deswegen nutzen wir die. Und was die haben, ist einen dedizierten Marketing-Link. Den finden wir hier drunter. Und dieser Marketing-Link, du kannst hier nämlich auch, ich zeige dir das gerade mal ganz kurz, indem man sagt Mediendatei hinzufügen, du kannst einen Link oder eine Datei, also hier in dem Fall das Bild, oder einen Link hinzufügen. Dann gibst du hier einfach die URL ein. In unserem Fall ist das eben die URL für den Captivate Marketing Link. Ich zeige dir auch gleich, wie das aussieht. Und dann wird das hier aufgeführt. Du speicherst das ab. Ich mache das jetzt mal nicht, damit die Änderungen hier nicht greifen. So, Vorführeffekt. Was passiert? Wenn ich jetzt in dem Profil mit drin bin, ich sehe die beiden. Zum einen das Cover, hier nochmal unterstützen und zum anderen den Link. Wenn ich jetzt auf diesen Link klicke, passiert Folgendes. Ich werde weitergeleitet auf die Marketingseite von meinem Podcast. Dann ist einmal das Cover zu sehen und die dort hinterlegten Feeds. Das heißt, ich muss nicht mühselig jedes Mal den Link von Spotify, Apple, ein RSS-Feed oder irgendwas eingeben, sondern derjenige, ob der auf dem Handy ist oder auf dem Desktop, kann sagen, aha, ich bin iTunes-Nutzer, ich höre über Apple Podcasts, dann gehe ich da drauf und werde dort weitergeleitet, damit ich dort abonnieren kann oder mir darin die Folge anhören kann. Das funktioniert auf dem Handy als auch auf dem Desktop. Und hier könnt ihr eben auch nochmal die komplette
ist leider nicht schön formatiert. Das gibt die Technik dahinter nicht her, weil das ein RSS-Feed ist, der das überträgt. Da gibt es keine Formatierung drin, deswegen ist das erstmal so ein bisschen überfahren vom Text her, aber es gibt tatsächlich Leute, die sich das trotzdem durchlesen. Ist aber erstmal nicht so relevant. Relevant ist, dass hier eben die Auswahlkriterien stehen. So, und das ist hinter diesem Link hinterlegt. Und dann haben wir quasi den zweiten Schritt gemacht, um euch das zu zeigen. Was machen wir, um eine Unternehmensseite anzulegen? Das zeige ich euch dann im zweiten Video. Jedenfalls ist es so, wenn wir das hier angelegt haben, der erste Bereich wird automatisch hier oben angezeigt. Ihr könnt das auch ändern, ja, indem ihr reingeht und dementsprechend die Reihenfolge ändert, aber so habt ihr dann direkt den Podcast hier oben drin und ja, es ist das Erste, was denjenigen auffällt und wenn sie draufklicken, dann werden sie dahingehend entsprechend weitergeleitet. So, wie ihr das Unternehmensprofil anlegt, zeige ich euch dann gleich.